Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie in Consolidate mit wenigen Klicks vordefinierte Listen aufrufen können und sofort alle Informationen im Blick haben. Im vorherigen Video haben wir bereits erklärt, wie Sie eine Abfrage, die Sie häufig benötigen, in Consolidate speichern können. Rufen Sie zu Beginn die gespeicherte Abfrage auf. Verfeinern Sie, falls gewünscht, die Suche durch zusätzliche Spalten und Gruppierungen. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschriften und wählen Sie den Eintrag Liste speichern unter aus. Hier können Sie für Ihre Liste nun Einstellungen vornehmen. Als Standard speichern, speichert die Liste in Ihren Einstellungen für Spalten und Gruppierungen als Ihre eigene Standardliste. Gruppierung ebenfalls speichern. Wenn Sie bei der Gestaltung der Liste Gruppierungen verwenden, werden diese beim erneuten Öffnen der Liste wieder angezeigt. Wenn Ihre Liste auf einer gespeicherten Abfrage basiert, trägt Consolidate automatisch die Bezeichnung der Abfrage für die Liste ein. Sollten Sie eine andere Bezeichnung für Ihre Liste verwenden möchten, können Sie diese natürlich anpassen. Sie können nun auch auswählen, für wen diese Liste sichtbar sein soll. Nur für Sie, global also für das gesamte Unternehmen oder nur für ausgewählte Mitarbeitende, zum Beispiel Ihre Abteilung. Außerdem können Sie noch folgende Haken setzen. Liste beim Öffnen automatisch füllen. Die Suche wird automatisch gestartet. Wir empfehlen, diesen Haken zu setzen. So sparen Sie sich die meisten Klicks und sehen sofort, was Sache ist. Suchparameter ausblenden. Blendet beim Öffnen der Liste den Kriterienbereich aus. Diesen können Sie aber jederzeit wieder einblenden. Die gespeicherte Liste erscheint nun unter dem Bereich, in dem Sie die Liste erstellt und gespeichert haben. Bei uns waren es dieses Mal Aktivitäten. Sie können aber auch Abfragen in anderen Punkten speichern. Consolidate macht Sie über ein Plus neben dem entsprechenden Navigationspunkt darauf aufmerksam, dass gespeicherte Listen für diesen Bereich vorliegen. So bekommen Sie durch wenige Klicks die meiste Information. Wenn Ihnen der Tipp geholfen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren.